Hallo, willkommen hier zu einem neuen Video aus Svens Garage. Heute von einer Klassiker-Auktion von Christie's in Paris. Ich werde euch mal alle Fahrzeuge, die ich für interessant halte und denke, dass sie euch auch interessieren, einfach mal abfilmen und die Dinge dazu erläutern, die hier gekennzeichnet sind und ausgeschrieben sind. Wenn ihr wissen wollt, was in Paris so alles abgeht, dann einfach dranbleiben. Viel Spaß mit dem Video. So, das erste interessante Fahrzeug, ein Shelby Cobra, ein 289 von 1964, ist Matching Numbers zwischen 700 und 900.000 Euro. Die meisten von euch werden ihn erkannt haben, BMW M1, der ist von 81, auch Matching Numbers, der liegt zwischen 500 und 600.000 Euro. Klasse Fahrzeug, ich finde die Lackierung passend, super. Wir hatten letztens in einem Video einen, der war in Blau, in Dunkelblau, den fand ich jetzt nicht ganz so schön, den finde ich deutlich schöner. Tolles Auto, tolle Geschichte, BMW, Motorsport, verbindet man immer mit M1, klasse. Lambo Diablo, 6 Liter, ein VT 2000. Der ist vom Baujahr her unbekannt, steht jetzt nichts dabei. 600.000 bis 750.000. Schönes Fahrzeug, klasse. Fahrmaschine. So, wieder ein seltenes Fahrzeug, zumindest für mich. Ich habe den so noch nie gesehen. Das ist ein Fiat 127a Holiday von 74. Auch der ist Matching Numbers. Erwarteter Preis zwischen 35.000 und 55.000. Das ist mal eine Ansage. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist vermutlich ein Umbau, oder? Wenn einer das von euch weiß, einfach mal in die Kommentare reinhauen. Würde mich mal interessieren, ob das Fiat selber gemacht hat oder ob das angeboten wurde von irgendeinem Umbauer. Fiat 500, ein Decathlon von 65, auch witziges Fahrzeug mit Bastsitzen, der auch Matching Numbers, zu erwarteter Preis zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Nächstes kultiges Fahrzeug ist ein Fiat 1100, ein T2 von 62. Auch Matching Numbers, Top-Zustand, frisch restauriert, zwischen 100 und 180.000. Der ist auch witzig. Tolles Fahrzeug, Ferrari 250 GT, ein California Spider von 58. Auch ganz toller Preis, liegt irgendwo zwischen 5,5 und 6,5 Millionen. Aber tolles Fahrzeug, unbestritten. Leider kann man sich den Motor und so nicht angucken, aber ich glaube, was man schon von außen sehen kann,
ist darunter auch alles perfekt. Tolles Fahrzeug, unbestritten, auch optisch schön alpin. Ein A110, der hier ist von 1600, das ist ein 1600, der ist von 71. Das ist ein Gruppe 4 Fahrzeug, Chassis und Motornummer und so passt alles zusammen. Und der 200 bis 250.000 wird erwartet. Und ich glaube, das wird er auch bringen. Das ist ein De Tomasz, auch was man so auf der Messe nicht so einfach sieht irgendwo. Der ist von 82, das ist ein Pantera GT5, 125 bis 150.000. Scheint frisch lackiert zu sein, aber die Farbe steht ihm, tolles Fahrzeug. Ich glaube, wer den mal gefahren hat, der weiß, wovon ich spreche. Also der klingt auch noch toll. Wer kennt ihn nicht? Alfa Romeo in Montreal von 73 ist dieser hier. Auch Matching Numbers, ist auch mal frisch lackiert. Allerdings der Lack hat so ein paar Stellen, wo man mal ein bisschen nacharbeiten müsste. Aber dafür ist der zu erwartende Schätzpreis zwischen 45 und 75. Und das wiederum zeigt, dass diese Fahrzeuge etwas günstiger geworden sind. Ja, jetzt kann man natürlich nicht den Zustand einschätzen zu 100%. Man weiß nicht, was unten drunter ist. Man weiß nicht, was mit der Technik ist. Aber zumindest ist das vom Preis her nicht übertrieben. Das ist ein Ford Mustang, ein Mach 1 von 69, auch Matching Numbers, so optisch schöner Zustand. Auch der Preis ist eigentlich okay, zumindest das, was aufgerufen wird, liegt zwischen 50 und 80 und das ist er durchaus auch wert. So, wieder ein spannendes Fahrzeug, ein Renault R5 Turbo 2 von 84. Der ist auch dahingehend interessant, dass er sich natürlich ziemlich agil fährt mit seinem Heckmotor. Und hier ist der Aufrufpreis auch spannend. Allerdings weiß ich gar nicht, der ist hier in Pölmut, weiß, ob es das mal so gegeben hat. Das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht weiß es einer von euch, wenn einer das weiß, kurz rein in die Kommentare. Ansonsten Aufrufpreis 80 bis 120.000 Euro. So, die Engländer in Birmingham auf der Messe würden sich freuen, weil die lieben auch solche Autos und zwar extrem. Das ist ein Ford Escort RS Cosworth von 95 in einem perfekten Zustand. Die Farbe Weiß steht ihm auch gut. Magic Number ist er auch. Der liegt bei 100 bis 125.000 Euro. In einem meiner letzten Videos habe ich sie versehentlich Königin genannt, aber es ist natürlich die Göttin der Landstraße. Eine DS 21 von 67. Die meisten haben es erkannt, das ist die erste Serie, noch mit den runden Scheinwerfern. Auch hier Magic Numbers, toller Zustand. Zwischen 50 und 70.000 Euro ist hier der zu erwartende Preis. Lancia Fulvia Sport 1,3 von 1967, Matching Numbers.
Tolles Fahrzeug in sich, also auch innen scheint alles neu zu sein, außen einmal frisch lackiert. Die Technik, weiß ich nicht, der Motor ist zumindest nicht optisch nicht überarbeitet, aber dafür ist auch der Aufrufpreis in Ordnung, liegt zwischen 25 und 50. Also das ist für das Fahrzeug völlig in Ordnung. Ich finde jetzt so insgesamt, die Preise waren jetzt bisher nicht so überzogen. Bisher. Mal gucken, was noch kommt. Maserati Mistral von 67 in einem wunderschönen Rot. Auch Matching Numbers. Innen okay, außen der Lack sowieso perfekt. 75 bis 125.000 Euro. Mit Speichenfelgen, die müsste man wieder putzen. Also, aber das ist, ich denke mal, marginal. Wer sich ein Auto kauft, der wird das schon machen. Also wurde zumindest bewegt, das ist schon mal gut. Ich denke daher, Technik und so passt sicherlich auch. Zumindest hat es den Anschein. Ich finde sowieso, dass alle Fahrzeuge hier, es ist liegt keine Pappe drunter, also es ölt keiner. Ja. So, ein Porsche 911, ein Targa mit Soft Window, ein 2 Liter S, der ist von 67, 175 bis 250.000 wird erwartet. Porsche 911, 996, ein GT3 RS Manthey, ein MR 516 von 2003. Da ist ein stolzer Preis, aber sicherlich auch gerechtfertigt mit dem Carbondach und der Innenausstattung und so weiter und der Umbau, Leistungssteigerung, Bremsanlage, was da alles gemacht ist. Im Detail weiß ich das nicht, aber der schaut zumindest richtig klasse aus. 300.000 bis 500.000 Euro. Spannendes Fahrzeug, ein Ferrari 458 GTE von 2013, 1,2 bis 1,45 Millionen. Ferrari FXX Evo von 2008. Schönes Fahrzeug, keine Ahnung über Leistungsdaten und, aber schaut schnell aus. Für die Rennstrecke gemacht, 4,5 bis 5,5 Millionen. Der nächste Ferrari, wir steigern uns, ein 218er FXXK Evo, 5,5 bis 6,5 Millionen. Ferrari Monster SP1 von 2021, schaut auch aus wie aus dem Laden, 2,5 bis 3 Millionen oder 3,1? 3 Millionen. Das ist, glaube ich, für mich zumindest das spannendste Fahrzeug hier auf der Auktion. Das ist ein Lancia, ein Stratos HF, der ist von 75 und der liegt zwischen 750 und 850.000. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch wert. Der bleibt nicht hier.
Wer kennt ihn nicht? Ein Lambo, Miura P400 von 71, 3,25 bis 3,75 Millionen. Das ist auf der Messe, ich meine, der vierte, den ich gesehen habe. Also es lohnt sich, nach Paris zu gehen, wer sich hier für interessante und tolle Fahrzeuge interessiert. Toller Ferrari, tolle Farbe, ein 400er Coupé von 62, 2,75 bis 3,25 Millionen. Ein interessantes Fahrzeug nach dem anderen, ein Ferrari 330 GTC von 67, auch Matching Numbers 450 bis 550.000 Euro. Da geht mir mal das Herz auf. Ein Aston Martin DB4 von 1960, 375 bis 425.000 Euro. Die Farbe steht ihm auch toll. Also ich finde das Fahrzeug klasse. Porsche 356, das ist ein 1500 GS. Der ist von 57, 350 bis 450.000 Euro. Schick. Ferrari 512 von 81, auch Matching Numbers, 200 bis 300.000 Euro. Ferrari 512 von 94, 450 bis 500.000 Euro. Spannendes Fahrzeug, ein Ferrari 288 GTO von 84, 6 bis 7 Millionen. So, Morris Mini Cooper S von 66, 25 bis 35.000. Alfa Romeo, ein restaurierter, ein 1300er GT von 69, 30 bis 40.000 Euro. Aber der steht auch perfekt da.
So, jetzt werden die Fahrzeuge ein bisschen älter. Das ist ein Bugatti Typ 50 Grand Sport von 1928, auch in einem bildschönen Zustand. Ich würde ja sowas gerne mal fahren. Also mal schauen, wer mich mal fahren lässt. 350 bis 450.000 Euro. Ja, toll. Ein wunderschöner Mercedes, ein 300S, ein Cabriolet von 350 bis 450.000 Euro. Mercedes Ponton Cabrio 220S. Der ist von 58, 125 bis 175.000. Restauriert, schaut aber so insgesamt schön aus. Und da bin ich echt gespannt, ob der weggeht. Wieder was Kultiges gefunden, ein Rennwagen für Kinder, der wird hier auch versteigert. Ein Audi, ja, kann ich so nicht viel zu sagen, außer dass er irgendwo zwischen 6.000 und 10.000 Euro kosten soll. Toll. So, jetzt habe ich was gefunden, noch nie gesehen, von 1912. Der hat einen V-Motor vorne, einen Zweizylinder, hat 2 Sitzplätze und der Fahrer sitzt quasi ganz hinten. Der soll irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Euro gehen. Also das sieht schon sehr, sehr spannend aus. Jetzt haben wir hier einen ganz, ganz schicken so einen Pickup gefunden. Das ist ein Fiat 1100 von 55. Magic Numbers, toll restauriert, schöne Farbgebung. Ich finde das ja mit dem Retro, das Holz klasse, der Lack klasse. Und es steht noch eine Vespa hinten auf der Ladefläche. Klasse. Der gar nicht mal teuer in Summe, wenn man das mal zwischen 30.000 und 40.000. Also allein die Restauration von beidem, weil die Vespa ist auch komplett restauriert. Für das Geld kriegt man das selber nicht hin. Ein Chevy, ein Pickup, Ramside von 63, 20.000 bis 30.000 Euro, auch alles restauriert, klasse gemacht, toll. Ich weiß nicht, ob es den je so gegeben hat oder ob das ein Umbau ist, aber es schaut so aus, als wäre es ab Werk. Aber jede Ecke, alles perfekt, innen wie außen, toll. War ein Riesenfahrzeug wieder, ein Rolls-Royce Silver Cloud von 61, auch in einem perfekten Zustand, zumindest optisch, 150 bis 200.000 Euro. Toll, 40 wahrscheinlich wie auf einer Wolke.
Ein spannendes Fahrzeug mit einiges an Geschichte. Das ist ein Fiat Carmagnola 1107 Paris-Dakar. Das heißt, dafür wurde er vorbereitet und auch mit ausgestattet. 135.000 bis 185.000 Euro. Land Rover Defender Serie 3 von 81, 40.000 bis 60.000 Euro. Mit einigen netten, interessanten Features an Ausstattung, vergitterte Fenster und so. Also wer den in Deutschland zulassen will, der muss noch ein bisschen mit dem TÜV klären, was da so alles geht und was nicht. So, wieder ein Fahrzeug, noch nie gesehen. Fiat 750 Polidori von 1947, 200.000 bis 300.000 Euro. Bugatti Typ 57C Atlante von 38. Atalante, sorry. 2,25 bis 2,75 Millionen. Toll, für die Zeit, ich glaube, da war man mehr als nur ein gut verdienender Mensch. Ich habe keine Ahnung, was der damals neu gekostet hat, aber das ist ja alles in Handarbeit entstanden. Also da haben die Leute schon ein paar Tage dran gearbeitet. Toll. Ein Alfa Romeo von 1929, ein Supersport 3E, der liegt bei 600.000 bis 700.000 Euro. So, der nächste Alfa Romeo 1500er Millimilla Spezial von 28 bei 300.000 bis 400.000. Porsche Turbo, Cabrio, 3,3 Liter Turbo von 89, 150.000 bis 200.000 Euro. Porsche 911 von Ruf, ein Turbo, auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Innen hat er einen Käfig und Schalensitze. Der ist von 79, 250.000 bis 350.000.
eine 911 Turbo von 76, 3 Liter, 200.000 bis 300.000 Euro. Porsche Targa Turbo 3,3 Liter von 89, 225.000 bis 275.000 Euro. So, das waren zumindest die Fahrzeuge, die ich ausgewählt habe von der Auktion. Es fehlen ein paar Stück, aber nicht ganz so viele. Von daher hoffe ich, dass euch die Auswahl gefallen hat und auch die Fahrzeuge gefallen hat. Und eure Favoriten gerne in die Kommentare reinhauen, was ihr denn davon gut fandet und was nicht. Und natürlich auch meine Fragen, die ich an euch gestellt habe, nicht vergessen. Ansonsten bin ich gespannt, was hier aufgerufen wird. Das darf ich leider nicht filmen, das ist mir untersagt worden. Ich versuche mal an die Werte zu kommen und die dann in die Beschreibung mit reinzubringen, aber das ist kein Versprechen. Ansonsten auf zur nächsten Messe, zur nächsten Veranstaltung, zur nächsten Versteigerung. Ich freue mich drauf. Bleibt schön rostfrei. Euer Sven.